Hallo, hier ist Muho aus Osaka und heute soll es noch einmal um die Frage gehen, wie funktioniert das genau, wenn man nach Japan gehen will, auswandern, unter Umständen, um ins Kloster zu gehen. In Antaiji auf der Website steht ja, man soll mindestens 3 Jahre kommen. Ich habe mir noch mal kurz die Website angeguckt, was ich da vor inzwischen über 10 Jahren geschrieben habe. Da steht: Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt. Du solltest bereit sein, dich nach einer Probezeit, in der Regel sind das 90 Tage, ne? So lange wie man als Tourist Visum bekommt. Du solltest bereit sein, nach einer Probezeit für mindestens 3 Jahre zu verpflichten. Und die Frage, um die es gestern und vorgestern ging und wo kriege ich das Visum her? Ne? Ich muss ja ein Visum haben, um 3 Jahre in Japan zu leben. Wie funktioniert das? Ich habe versucht, die Antwort zu geben. Bedingung 2, du bist zwischen 18 und 40 Jahre alt, gesund und kannst auch schwere körperliche Arbeit leisten. Und zwar deshalb, weil das Kloster selbstversorgend sind. Da wird viel Holz gehackt, Bäume gefällt und transportiert. Es geht auf die Knochen, ne? Es geht an die Substanz. Der Fragesteller ist 31, also eigentlich noch gut in diesem Zeitraum drin. Ne? Er hat noch 10 Jahre, aber mit 31 kriegt man kein Working Holiday Visum mehr. Und dritte Bedingung, du solltest nicht nur Englisch sprechen, sondern auch angemessene Japanischkenntnisse besitzen. Und warum das wichtig ist, habe ich immer wieder versucht zu erklären. Wenn der Rest der Sangha gezwungen ist, mit Englisch mit dir zu kommunizieren, ne? Du hast vielleicht den frommen Wunsch, dass du dann am freien Tag dich mal hinsetzt mit einem Japanisch-Buch und ein bisschen studierst, ne? Aber das wird vermutlich ein frommer Wunsch bleiben. Und ganz oben, ne, das ist neu, in rotem Font steht da: Bis auf Weiteres nehmen wir keine Langzeitresidenten auf. Also warum die ECHO, also die gegenwärtige Äbtissin, das entschieden hat, kann ich nur mutmaßen. Ne? Vielleicht hat sie, und dafür habe ich volles Verständnis, einfach die Schnauze voll von Leuten, die sagen, wir bleiben 3 Jahre, aber dann fahren sie doch nach einem halben oder einem Jahr. Ne? Also diese Langzeittouristen, die nicht wirklich motiviert sind. Und davon hatte ich auch mehr als genug. Ne? Vielleicht will sie auch einfach die Latte ein bisschen höher hängen. Da steht ja, wir nehmen keine Langzeitresidenten auf. Wie kann man trotzdem nach Antaiji? Du kannst ja zu einem der Retreats fahren. Das ist nur eine Woche. Ne? Aber es hat auch schon Fälle gegeben, das sind natürlich Ausnahmen, ne? Aber es gab auch schon Ausnahmen, da fährt jemand zum Retreat und der passt gut zu der Sangha. Ne? Und der wird dann gefragt, ja, und was sind deine Pläne jetzt? Fährst du noch rum in Japan? Und der sagt, ich habe jetzt eigentlich keine festen Pläne. Und dann wird er eingeladen, doch zu bleiben. Hat es auch schon gegeben, ne? Das hat es auch schon gegeben. Aber zurück zur Frage. Ne? Jemand wollte wissen, wie das mit dem Visum funktioniert. Und er ist jetzt mit 31 an einem Punkt angekommen, wo er das Gefühl hat, jetzt hält mich eigentlich nichts mehr zurück. Okay, die Eltern leben noch, ne? Und die Eltern waren es, die ihn bis dahin zurückgehalten haben. Er wollte sich um die Eltern kümmern. Aber wenn die tot sind, und natürlich weißt du nie, wann die sterben werden. Du bist jetzt 31, es könnte natürlich noch sein, dass die leben, bis du 40 bist. Ne? Aber er hat offenbar das Gefühl, die könnten jetzt bald mal sterben. Dann hält mich nichts mehr zurück, denn dann hat er ja keine Wohnung mehr, nichts, wohin er zurückkehren könnte, keine Verwandten und keine Ersparnisse. Aber er hat Angst, was mit ihm in 3 Jahren passiert, wenn er nach Antaiji gegangen ist. Und dann ist seine Zeit in Antaiji vielleicht auch wieder vorbei, beziehungsweise er weiß ja noch nicht mal, ob er ein Visum bekommt. Dazu kann ich erstmal sagen, ne, wenn das dein Grund ist, weshalb du sagst, mich hält nichts zurück, denn ich habe ja keine Wohnung mehr, wenn meine Eltern tot sind und keine Ersparnisse. Ich weiß nicht, ob du wirklich der Richtige bist für Antaiji. Ne? Vielleicht liegt es ja gerade an
Fragestellern wie dir, ne? Mich würde mal interessieren, wie das mit dem Visum läuft. Mich würde mal interessieren, wovon ich dann nach 3 Jahren in Antalya leben soll. Ich will doch nicht als Obdachloser auf einer Parkbank leben müssen, ne? So wie du, Muho, damals. Vielleicht liegt es ja an Fragen wie dieser, dass die ECHO da schreibt, wir nehmen zurzeit keine Langzeitresidenten auf. Ne? Das ist die falsche Einstellung, kurz gesagt. Ne? Du hast die falsche Einstellung. Wenn du dich fragst, ne, wer sich um deine Altersversorgung kümmern wird, ne? Die Antwort ist keiner. Wenn du nach Antalya gehst, du zahlst in keine Rentenversicherung ein, du wirst auch keine Rente von Antalya bekommen, wenn du gehst. Und selbst wenn du so wie ich mit über 50 gehst, ne? Wie das mit der ECHO sein wird, die ist so wie ich 57, ne? Wenn die mal sich zurückzieht, ne? Es steht in den Sternen. Aber ECHO ist nicht die Frau, die sich darüber Sorgen macht. Eben deshalb ist sie die Richtige für das Amt. Ihr erinnert euch hoffentlich noch an den Walter Scheels, den Fotografen, über den ich auch vor ein paar Wochen häufiger gesprochen habe. Ne? Häufiger ist übertrieben, zweimal. Ne? Und in einem der Videos, da habe ich ein Interview mit ihm verlinkt. Da wird er interviewt von einem Fotografen vom Berufsverband Freie Fotografen, BFF. Ihr findet den Link auch in der Videobeschreibung dieses Videos. Ne? Sehr interessantes Video. Und so nach einer halben Stunde oder so, ne? Das Interview selber ist 37 Minuten. Am Ende des Videos, ne? Fragt der Interviewpartner den Walter Scheels: Hast du irgendwelche Tipps für junge Leute, ne, die sich überlegen, Fotograf zu werden, wie sie das vorbereiten können? Und der Walter Scheels überlegt eine halbe Minute, eine Minute, ne, und sagt dann, naja, ich bin da ein emotionaler Mensch, ich bin da eher subjektiv, aber meine Antwort wäre, wenn du die Wahl hast, ob du Fotograf werden willst oder nicht, dann lass es bleiben. Ne? Mach's nicht. Und der Interviewpartner scheint am Anfang gar nicht zu verstehen, was er meint. Ja, wie denn, Walter? Ne? Glaubst du, dass heutzutage Fotograf kein Beruf mehr ist oder dass man sich davon nicht mehr ernähren kann? Und der Walter sagt, nee, ne? Also genauso wie wenn du dich fragst, soll ich Pianist werden? Wenn du dich fragst, ob du Fotograf oder Pianist oder Zen-Mönch werden solltest, dann ist die Antwort nein. Denn wenn dieser Weg der richtige Weg für dich ist, dann stellst du dir die Frage gar nicht. Du musst es tun, du hast keine andere Option. Du fragst nicht deine Freunde, deine Lehrer, deine Eltern, ob du nach Japan gehen solltest. Du tust es. Und die Frage, wie das mit dem Visum funktioniert, ne? Und ob du dann zwischendurch vielleicht nochmal nach Korea ausreisen musst oder nicht, und ob du nach 2 Jahren wirklich noch ein 3. Jahr bekommst oder nicht, das ist sekundär. Ne? Und ich habe das Gefühl, also es gab Leute, die hatten Glück mit dem Visum und andere, die hatten weniger Glück. Ich habe das Gefühl, dass es auch mit der inneren Einstellung zu tun hatte. Ne? Wenn du wirklich weißt, das ist mein Weg, das kommt auch bei den Leuten drüben an. Während wenn das irgendwie ist, mich hält nichts mehr zurück, denn in Deutschland, wo soll ich wohnen? Ich habe keine Wohnung mehr und auch keine Ersparnisse. Und was passiert mit mir in 3 Jahren? Dann werden sich natürlich auch die Herren und Damen im Einwanderungsbüro fragen, ne? Ist das wirklich jemand, den wir 3 Jahre hier in Japan haben wollen? Und er sagt selber, ne, er weiß gar nicht, was er danach machen soll. Er hat kein Geld für einen Rückflug. Insofern, ne, an dich und alle anderen, die sich diese Frage stellen, ne, soll ich ins Kloster gehen? Soll ich wirklich auf Lebenszeit mich diesem Weg widmen? Ne? Soll ich Zen zu meinem Lebensmittelpunkt machen? Oder ist mir die Familie vielleicht doch lieber? Wenn ihr euch diese Frage stellt, ist die Antwort vermutlich nein. Widmet euch nicht diesem Weg.
Denn diejenigen, die sich diesem Weg wirklich gewidmet haben und nicht nur für ein halbes, dreiviertel Jahr, ne, sondern 3, 5, 10, 30 Jahre lang diesen Weg gegangen sind, ne, die haben sich diese Frage so vermutlich nie richtig gestellt. Ne? Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Und ob mit oder ohne Visum, mit oder ohne Ersparnis, es spielt keine Rolle. Ne? Und wer sich um dich im Alter kümmert, keiner unter Umständen kümmert sich keiner um dich. Ne? Aber es spielt keine Rolle. Das spielt doch keine Rolle. Ja, ich habe die Befürchtung, dass es mal wieder nicht unbedingt die Antwort war, die sich der Fragesteller erhofft hatte. War nicht besonders kundenfreundlich, ne? Aber ich habe versucht zu erklären, warum ich in solchen Fällen nicht kundenfreundlich bin. Denn wenn du freundlich davon überzeugt werden musst, dass das alles in Ordnung ist und das klappt schon mit dem Visum, da kümmert sich jemand um dich und nach 3 Jahren in Antalya irgendwie wird das schon klappen. Ne? Wenn du auf diese Weise dazu überredet werden musst, nach Japan zu kommen, ne, dann komm besser nicht. Dann komm besser nicht. Okay, danke schön für die Frage, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.